zusammen, hier ist Silvi. Ich bin heute unterwegs und zwar auf dem Rhein in Richtung Kühlkopf. Wir sind heute zu dritt. Der Wolfgang und der André sind mit mir unterwegs und wir haben in Gernsheim eingesetzt an der Fähre, paddeln jetzt ein bisschen am rechten Rheinufer entlang und dann demnächst in die Abfahrt von Kühlkopf rein. Und ich freue mich natürlich, wenn ihr alle wieder mitschaut und bis zum Ende dran bleibt. Was? Jetzt schon? Machen wir doch gerade, oder? Pause. Was möchtest du? Trinkpause, Esspause, Pinkelpause? Alles. Sag's Bescheid, YouTube will's wissen. Pause sind unsere Freunde. Ja. Hallo, bitte einmal aufpumpen. Ja, ich halte mich fest. So, also wir haben heute Lufttemperatur 17 Grad, Wassertemperatur 9 Grad. Und die Franka möchte etwas mehr Luft. Sind Sie so zufrieden? Ja, bin ich so zufrieden. Vielen Dank. Klar. Sind wir angekommen beim Rheinkilometer 468 und gleich geht's rechts rein nach der NATO-Rampe. So, da war jetzt die NATO-Rampe und da vorne geht's gleich rechts rein in den Kühlkopf. Juhu! Richtig schön. Jetzt sind ein paar Strudels. Ja. Okay. Das ist also der Kühlkopf. Also falls ihr euch gegenseitig aus dem Boot schmeißt, denkt dran, auf eurer Seite ist Anlandeverbot.
Hier sind wir also im Naturschutzgebiet Kühlkopf im Erftfelder Altrhein. Wie gesagt, Einfahrt ab Kilometer 468,4. Und wir sehen jetzt hier am rechten Ufer, quasi kommen Erftfelden und Stockstadt hinter den Bäumen. Und am linken Ufer ist das Naturschutzgebiet Kühlkopf. Da haben wir Uferbetretungsverbot. Und auch das Angeln ist links nicht gestattet, nur rechts, sodass sich links das Gebiet also vollständig wieder renaturieren kann. Es wurde bis in die 70er Jahre noch landwirtschaftlich genutzt und seitdem unter Schutz gestellt. Und ja, können sich jetzt hier Flora und Fauna wunderbar erholen. Wir sind jetzt ungefähr 6 Kilometer durch die unberührte Natur des Erftfelder Altrheins gepaddelt. Und jetzt haben wir hier wieder erste Zeichen der Zivilisation. Denn beim Altrhein Kilometer 10,3 ist das hier die Straßenbrücke nach Stockstadt. Wir haben jetzt noch ungefähr 4 Kilometer zu paddeln bis zu unserem heutigen Tagesziel, was auch hier im Erftfelder Altrhein und somit im Kühlkopf liegt. Hallo, ich habe mir die Aussicht versaut. Mit Ihnen kann man keinen Blumentopf gewinnen. Nee, gewinnen kann man den nicht mehr, weil der schwamm schon im Wasser. Ah ja, Jetzt habe ich halt eine beschissene Aussicht. okay. Hm? Wieder was getan für die Ökoschulung. Yes! Sind wir im Erftfelder Altrhein bei Kilometer 9,4 ungefähr. Da ist ein öffentlicher Campingplatz. Der hat allerdings keinen eigenen Steg für Kanutouristen. Aber schon bei den Nachbarn da vorne, bei Kilometer 9,1, ist der Stockstadter Verein. Und jetzt fahren wir hier direkt am Stockstadter Kanuverein vorbei. Man sieht, es gibt eine schöne Rampe. Und für höhere Boote gibt es ja auch einen Steg, sodass man auch ganz gut ein- und aussteigen kann. Allerdings ist das Tor oben zum Vereinsgelände im Moment noch geschlossen. Hier sind wir jetzt direkt bei Altrhein Kilometer 9 und da ist schon zu sehen das Bootshaus der Naturfreunde. Auch hier kann man übernachten, sogar drin, also die haben günstige Betten. Wenn man Bettwäsche dabei hat, kann man da drin übernachten. Wenn man noch Campingsachen dabei hat, kann man draußen zelten. Das ist also auch noch eine Alternative, wenn man hier eine Übernachtung sucht im Kühlkopfgebiet. Einen eigenen Steg gibt es hier auch, kann man wunderbar ein- und aussteigen. Es gibt auch kein verschlossenes Tor, sondern alles offen hier, alles ganzjährig geöffnet. Sehr schön. Jetzt sind wir hier gerade 100 Meter weiter bei Kilometer 8,9 des Erftfelder Altrheins. Und hier ist das Bootshaus des TSV Funkstadt. Da ist ein kleines Schild auch, dass man hier Kanustation ist. Allerdings ist man das nicht das ganze Jahr über. Die machen hier dieses Jahr, also 2024, erst am 14. April den Saisonbeginn. Wir sind also gute 2 Wochen zu früh. Aber ja, wenn mal jemand im Sommer hierher möchte, also auch eine gute Übernachtungsmöglichkeit. Schöner Steg, alles zugänglich. Wunderbar. Hier sind wir jetzt beim Altrhein Kilometer 7,5 und das ist der Steg vom TSG Darmstadt. Wir sind also jetzt in Erffelden, heißt der Ort. Und das Bootshaus ist hier hinter der Straße. Das heißt, man muss die Boote über die Straße tragen, so wie es aussieht.
Jetzt sind wir hier bei Altrhein Kilometer 7,2 und das ist der Steg und die Treppe vom KC Darmstadt. Die haben ihr Bootshaus da oben hinter der Straße. Es ist da auch so ein Mast mit Fahnen aufgestellt. Sollte man also auch von der Straße aus sehr gut finden. Und auch hier hätte man Übernachtungsmöglichkeit. Es gibt allerdings kein Restaurant und Übernachtung nur nach Voranmeldung, nicht spontan. Hier sind wir jetzt bei Altrhein Kilometer 6,4. Das ist der Steg da vorne vom DSW Darmstadt, so heißt der Verein. Und da oben sind auch die Gebäude, die dazugehören, Bootshaus und so. Genau. Und wir schauen jetzt, dass wir hier rauskommen, denn wir haben hier die Übernachtung angefragt heute für André und mich. Und den Wolfgang verabschieden wir dann. Er wollte nur heute mit uns mitkommen und schauen dann, dass wir ihm noch beim Bootverladen helfen können, dass er heute wieder heimfahren kann. Genau, und jetzt sind wir mal gespannt, wie hier das Anlanden klappt und ob schon jemand da ist vom Verein. Sind wir jetzt erfolgreich angelandet beim DSW 12, ausgestiegen, die Boote stehen hier. Wir nehmen jetzt immer zu zweit ein Boot, tragen es hoch, ja, und dann richten wir uns hier mal ein. Hier haben wir jetzt die Ausbeute vom heutigen Ökotag, einen komischen Blumentopf, ein bisschen Styropor und noch eine leere alte Flasche Desinfektionsmittel. Das wird jetzt auch ordnungsgerecht entsorgt. So, da sind wir jetzt, haben ausgebotet beim Verein DSW 12 in Erfelden und hinter mir seht ihr, sind die Boote geparkt und weiter hinter mir ist dann die Zeltwiese. Hier können wir uns dann also heute Nacht unseren Schlafplatz aufbauen. Ja, Bootshaus hier ist ganz schön. Es gibt alles, was man braucht. Duschen, Toiletten, Küche, Aufenthaltsraum. Es ist alles noch ein bisschen im Winterschlaf, weil hier die Saison auch noch nicht begonnen hat. Wir sind also wirklich früh dieses Jahr. Schön. Wir sitzen jetzt hier an unserem Picknickbänkle beim Kanuverein und kochen uns ein schön leckeres Abendessen. Bei uns gibt es heute Bratwürstchen, vegane, in Vollkorn-Baguettebrötchen und ein lecker Senf dazu. Und André, schmeckt's? Super, mir auch. So, da oben ist fast aus. Das hat gut gereicht, zum 4 Würstel grillen und noch 2000 Tee Wasser warm zu machen. Deshalb gibt es jetzt heute noch einen lecker Minztee für uns heute Abend.